Komm schon. Na, eine Reaction. Nee, heute nicht. Das Video dauert nur 1 Minute 28. 1 Minute 28? Wieso sind Videos auf TikTok länger als 1 Minute? Das ist ja völlig ungewöhnlich. Alright, time for a little more dark webbing. Ich habe Pause gedrückt. Oh je, Dark Web. Na gut. Von mir aus machen wir. Machen wir. Oh je, es ist so ein Hype, ne? Wie viele Aufrufe hatten das Ding? Ach du Scheiße. Ja, ich habe das irgendwie mal mitgekriegt, dass es so ein bisschen ein Hype ist, dass man das Dark Web in TikTok behandelt und da halt einfach nur komplett furchtbar alle Themen aufarbeitet. Ich hatte mal einen gesehen, der irgendwie so behauptet hat, er hätte einen Red Room gesehen. Man hat einfach gesehen, dass es fake war. Super sofort gesehen einfach, dass es fake war. Und er hat dann sogar noch ein YouTube-Video dazu gemacht. War ein bisschen... Okay, so boot up Tor browser. Ja. Connect. We'll go to dark.fail. So, schon der erste große Fehler, ne? Das ist eine Windows 11. Er hat einfach nur Tor-Browser aufgemacht, ist mit Windows 11 da reingegangen. Don't do that, ja? Wenn der Tor-Browser irgendwann mal auch nur eine Lücke hat, dann seid ihr komplett am Arsch, wenn ihr da in den falschen Foren unterwegs seid. Also ich persönlich mache sowas niemals außerhalb der VM. Also immer eine virtuelle Maschine. Nehmt Cubes oder nehmt Hunix oder nehmt einen Tails oder sowas. Es dauert nicht so lange, es ist es aber wert. Und gerade wenn ihr so ein Video darüber macht, Alter. Okay. Let it load up. Got it right here. Now we'll just... Oh, what? No. Full screen. They're coming. I'm just kidding, but I get this comment all the time. Every time I post a dark web video, people are like, he's opening Tor in full screen. They're gonna find him. First of all, who is they? Second, it does not matter. It kind of mattered in like 2010, but even then it didn't really matter. When you're browsing the... Ja, hat er schon recht. Hier, dass man Tor nicht im Fullscreen aufmachen darf, das ist auch völliger, also das ist wirklich egal. Das Einzige, was man sieht, wenn ihr eine Website benutzt, kann die einen Fingerprint von euch machen. Und dieser Fingerprint kann eure Screen-Auflösung enthalten. Deswegen öffnet sich Tor normalerweise in so einem immer gleichen Fenster, das für alle User dieselbe Größe hat. Und Tor hat dann, wenn man nichts ändert und wenn man nicht auf Fullscreen geht und man besucht eine Webseite, dann sieht diese Webseite einfach dieses Standard-Tor-Browser-Verhältnis. Sprich, jeder hat dasselbe und es macht halt einfach keinen Unterschied mehr. Aber wenn man das halt in Fullscreen macht, ist es halt auch nicht wirklich dramatisch, weil, naja, allein von der Browser-Auflösung oder Browser-Fenster-Auflösung kann man nicht wirklich einen Fingerprint von euch machen. Sieht Windows, was man macht, oder nur bei einer Sicherheitslücke? Wenn ich jetzt mit dem Tor-Browser reingehe, meinst du? Nee, nicht unbedingt. Es war eher die andere Richtung, aber wenn du halt auf eine angreifbare Website oder eine Website gehst, die bösartig ist im Dark Web oder sowas, und die infizieren dich über zum Beispiel einen Download oder sowas, oder du kriegst halt einfach einen Drive-by-Download, Tor ist dagegen eigentlich abgesichert und eigentlich sollte da auch nichts passieren. Aber das ist ein Punkt, den gehe ich halt nicht gerne als Risiko ein. Wenn mal ein Fehler in Tor drin ist, dann kann es halt sein, dass so eine Darknet-Webseite wirklich euren PC infiziert. Und warum nicht dann einfach kurz eine virtuelle Maschine benutzen? Das ist viel, viel einfacher. Eigentlich ist halt kein gutes Sicherheitskonzept. Genau, Dankeschön. Richtig, und wenn du dann 2 Layer drüber hast, wird das eigentlich zu einem sehr, sehr kleinen eigentlich. Weil dann brauchen wir eine Schwachstelle in VirtualBox, in Tor, in Hunix, und das ist schon sehr unwahrscheinlich. Dark web, a lot of people tell you not to go in full screen. And the reason for that is that it tells the website your screen resolution, which means that even though people can't track who you are, they could associate your traffic across multiple sites with the same screen resolution. Even though this wasn't a huge deal, the Tor project actually fixed this. So this is an Onion site right here, and I'm on Tor browser. And you'll notice that there's this chunk of gray at the bottom of my screen. And as I resize the window, you'll see that the site jumps from resolution to resolution. Ja. That's to keep everyone in the same subset of resolution. Aber selbst das ist völlig irrelevant eigentlich. Also es gibt dann halt mehrere Subsets eigentlich, aber es ist eigentlich völlig irrelevant, weil, ne, wie genau kann man dich damit verfolgen? So, man sieht vielleicht, dass du auf der einen, oder wenn man, also, ne, das sind ja nicht einfach Websites, das sind ja Hidden Services, die man dann normalerweise benutzt. Und diese Hidden Website oder diese Hidden Services müssten miteinander kommunizieren, beziehungsweise ihre Daten preisgeben, damit man euch darüber finden kann. Das ist nicht wirklich was normalerweise passiert.
And when you go full screen, there's still a little bit of gray around there. That way everyone's the same and there's no way they can track you down if you're the one person on Earth who uses like 1081p or something. 1081. Also, if you have a monitor like me, you can just set the resolution to be exactly what it would be if the window was smaller. Other people say you don't want to be in full screen so that you can still see if you're downloading something, which is fair, but there's a lot of other ways to make sure you're not downloading files. Und Tor warnt dich eigentlich davor, auch wenn du was runterlädst. While you're on the dark web. Warte, das war das Video? Concern, but please stop warning me about this. Das war das Video? 2000 Kommentare? Browsing the dark web. 900 Shares, 81.000 Bookmarks und fast 900.000 Likes? Echt jetzt? Alter, was? Ich mache den falschen Content. Warum mache ich solchen Content, wie ich mache? Okay, ich mache einfach ab sofort nur noch solchen Standard Dark Web Content. Into the Dark Web. 8,4 Millionen Aufrufe. Okay, einfach nur alles dunkel machen, schlecht geschnitten, schlecht aufnehmen. Und dann, was hat er noch gemacht? Stimmt, creepy Musik im Hintergrund. Ich browse jetzt das Dark Web. Achtung, das ist super gefährlich und ich werde euch gleich höchst illegalen Inhalt zeigen. Oh Gott. Tatsächlich habe ich mir mal ChatGPT-Content erstellen lassen. Das war richtig räudig. Also man muss schon sehr, sehr vorsichtig sein, was dabei rauskommt. Das alte neue Format Darknet News. Oh ja, hey, das könnten wir wirklich machen. Darknet News in diesem... Oh, eigentlich mag ich den Gedanken. Scheiße. Oh Gott, Leute. Ja gut, er verkauft seine Inhalte gut. Okay, teach me Senpai. Wie verkauft er seine Inhalte? Bitte. Wobei, also das Video war ja unterhaltsam, ne? Das war ja nicht schlecht. Das war ja auch was man irgendwie so wissen könnte. Ich muss das lernen. Ich muss lernen, was er genau macht. Okay, warte, wir gucken uns das 8,4 Millionen Aufrufe Video an. This site on the dark web is why if you're ever invited to be on a reality TV show, you need to be very careful and do a lot of research. So it's been a while, but we're back on the dark web today. I had 2 or 3 people send me this site in response to the Prison Island video because they thought it was eerily similar and they really wanted me to check it out. It took me a while to find, but I finally found it. So this site is called Mismatch Mania. This is the homepage where you can place a bid. Er nimmt halt wirklich mit seiner Handykamera auf, was so ein bisschen diesen Spooky-Vibe verpackt, ne? Der macht das schon gut mit dem Storytelling auch. Product. They start off by saying that attractive people all around the world want to be part of a dating show. Basically, the service they're providing is a fake dating show. And if you have like a model or influencer crush, you can have them be invited to be on that show. But basically, the whole show has fake cameramen, fake producers, fake contestants. But you can bring your friends on it and choose from over 2 locations. So probably 3. They basically have a cohort of actors who will pretend to be other contestants on the show and basically give your crush no attention. There's also a producer who will introduce challenges and games which the actors will let you win in front of your crush. And all the while, they're filming everything, but the show never airs and they just give you the footage when they're done. They say you can bring up to 3 friends and invite up to 8 famous people or whoever. You can also learn more about the actors or see the invite they send. The current bid is at around 300 XMR, which is a little under 50 grand. So if you ever get invited to be on a new dating show, don't assume it's too hot to handle. You could be getting got. Interessant. Also ich bin tatsächlich ein bisschen... Ja, also die Musik, ja. Okay, also das heißt, wir müssen richtig, richtig creepy Content machen. Alles, was Leuten super, super viel Angst macht, das ist das, was Leute sehen wollen, wenn sie auf TikTok sind. Die Musik, die Stimmlage, die Erklärung, dass seine Inhalte schon mehrfach entfernt wurden, weil soll ja keiner wissen. Okay. Paranormal Activity Darknet Edition. Ja, das ist der Formatname. Also tatsächlich war das Video gut gemacht. Ich fand es auch interessant. Es ist halt eine ganz normale Website, die zu 100% auch einfach zu 99,9% Scam ist, ja. Ja, richtig. ChatGPT schreibt Texte, KI macht Stimme und Video. Video ist schwierig. Stimme habe ich schon geschafft, Video ist schwierig. Also ich habe es tatsächlich versucht zu automatisieren. Und die Analytics werden von ChatGPT zurückgepiped. Funktioniert nicht gut. ChatGPT kann mit Analytics nicht wirklich was anfangen. Habe ich auch probiert. Okay, also wir brauchen creepy Stimme, creepy Flair. Ich muss einfach nur meinen Screen in einem dunklen Zimmer aufnehmen und dann so eine Darknet-Seite zeigen, die 99,9% einfach fake ist, aber ich erkläre, was sie tut. Got it. Got you. Und dann machen wir dasselbe noch mit KI. So, diese KI wird eingesetzt, um Dinge zu zerstören. Buhu. Ich darf dabei nicht so grinsen. Oh Gott. Es gab auch tatsächlich mal so eine, wie hießen die? Nicht Simpsons, sondern das andere. Nicht American Dad, sondern nochmal das andere. Nicht South Park, sondern
Family Guy, danke. Family Guy quasi 3D animiert und die haben dann einfach irgendwas gelabert, was von der KI geschrieben wurde und die Sätze waren halt irgendwie völlig unzusammenhängend. Chris, what the holy hell are you screaming about? Pico, it's 9/11. Ja, das war wirklich ziemlich weird. Ja, das ist eine coole Idee eigentlich. Also ich meine, ich würde halt am Ende dann sowas aufklären und den Leuten sagen, ey, schau mal, das ist ziemlich sicher Scam gewesen, weil es einfach viel zu hoch ist und die einfach nur darauf abzielen wollen, dass irgendjemand diese 50.000 Euro dahin überweist und dann passiert halt einfach gar nichts, weil sie haben ja das Geld und sie können einfach damit wegrennen. Oh, Darknet Dice kenne ich, der ist super. Aber der ist ja auch tatsächlich anders gebaut. Also der ist ja wirklich sehr, sehr legit. Ja, auf jeden Fall coole Ideen. Und auch danke für das Video. Ich finde es ein spannendes Ding. Wir müssen nur irgendwie schauen, dass wir Zeit finden, die Videos dann auch zu schneiden. Eigentlich ist sowas auch nicht wirklich viel Schnittaufwand, ne? Vielleicht verstehe ich einfach TikTok nicht. Ich verstehe, glaube ich, TikTok nicht. Naja. Anyways, ich gehe mal in Richtung... Tschüssi.